Die Box und vor allem die Papiere bei einer Uhr spielen keine Rolle, außer sie bestätigen die Provenienz dieser Uhr. Und damit hallo ihr Lieben zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Ihr habt es am Intro schon ahnen können, worum geht es in dem Video, um die Relevanz von Box und Papieren. In dem Fall ein Beispiel einer Cartier Santos Or Massif. Ihr kennt sie alle, 2960 Cartier Santos Carré Or Massif. Was möchte ich mit diesem Video bezwecken? In den letzten Wochen ist auch auf Social Media das Thema nochmal so ein bisschen hochgekocht und ich dachte, es ist vielleicht eine ganz spannende Perspektive, die ich da nochmal reinbringen kann, weil ich finde, es wird doch recht einseitig auf dieses Thema geschaut. Wir haben zwei Fraktionen bei der Frage, ob Box und Papiere für eine Uhr relevant sind. Wir haben die eine Fraktion, die fast schon auf eine kindische Art und Weise sagt, nein, 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 Box und Papiere sind total irrelevant, was ich für Quatsch halte. Und auf der anderen Seite haben wir die Fraktion von Leuten, die niemals eine Uhr kaufen würden, solange die Uhr nicht mit Box und Papieren und am besten noch Erstkaufrechnungen, wie auch immer, geliefert wird. Und das halte ich für ebenso falsch. Und mir ist es immer wichtig, einen differenzierteren Blick auf die Dinge zu haben. Und ich bin der festen Überzeugung, das ist man aber auch immer über seine eigenen Meinungen, dass ich hier doch eine recht spannende Meinung habe, die es auch wert ist, hier auf YouTube mal geteilt zu werden. Und den Catchphrase, sozusagen den Inhalt meiner Meinung, den habt ihr ja schon gehört. Und zwar bin ich der Meinung, dass Box und Papiere dann relevant werden. Sie werden relevant. Sie sind es nicht, sondern sie werden relevant, wenn sie die Provenienz einer Uhr bestätigen. Denn Box und Papiere sind, vor allem die Papiere, sind allzu oft gefälscht worden. Ich glaube, wir alle wissen, dass ein nicht geringer Anteil, da gab es ja einige spannende Video-Stories und wie auch immer von anderen großen Händlern in den letzten Wochen. Ich glaube, wir alle wissen, dass gerade Papiere bei Vintage-Uhren in nicht wenigen Fällen einfach gefälscht sind. Wir haben oftmals sogar originale Papiere, wo dann irgendwie die Nummern nachträglich ausgefüllt wurden, wo bei Rolex bei den Punch Papers die Nummern tatsächlich regelmäßig nachträglich reingestanzt wurden und so. Also man ist da auch nicht vorgefeit. Und ich sehe den Mehrwert bei einer normalen Uhr, nehmen wir eine Rolex Datejust 1601, von Papieren als quasi nicht gegeben. Also wenn du eine 1601 kaufst, ist die Uhr nicht besser oder wertvoller, wenn sie Papiere hat, weil die Echtheit dieser Papiere niemals bestätigt werden kann. So, spannend wird es mit den Papieren, zur Box komme ich gleich, spannend wird es mit den Papieren meiner Meinung nach dann, wenn die Papiere eine Geschichte erzählen und eine vorhandene Geschichte sozusagen komplettieren. Denn bei Vintage-Uhren geht es zu nicht geringen Teilen um die Provenienz, darum, die Geschichte der Uhr zu kennen oder nachvollziehen zu können. Wo kommt die Uhr her? Wer könnte der Erstbesitzer gewesen sein? Kommt die Uhr direkt vom Erstbesitzer? Ich meine, nicht umsonst ist das Schlagwort deutscher Erstbesitz bei Vintage-Uhren, für deutsche Sammler in dem Fall natürlich, immer noch ein ganz wichtiges. Und diese Provenienz kann natürlich durch eine Geschichte, durch eine Überlieferung in Anführungszeichen erzählt werden. Sie kann aber auch durch Papiere erzählt und teilweise auch verbessert oder bewiesen werden. Und genau das haben wir bei dieser schönen Uhr hier. Das ist eine Cartier Santos 2960 Or Massif, hatte ich ja anfangs schon erwähnt. Habe ich ja Gott sei Dank in letzter Zeit immer mal wieder eine, freut mich riesig. Und auch diese ist ganz neu reingekommen. Sie ist für den kommenden Drop im März angedacht, sofern sie es denn bis dahin sozusagen schafft, nicht verkauft zu werden. Und diese Uhr kommt mit Box und Papieren, und zwar mit Box und Papieren, die die Uhr besser machen. Und ich erkläre euch jetzt, warum die Uhr dadurch besser wird. Lasst mich dafür mal die Box hier auspacken. Ihr seht schon, wir haben schön hier Umbox, Box, Booklets und so weiter. Zur Box, wie gesagt, komme ich gleich noch. Lass uns jetzt mal über die Papiere reden. Die haben wir hier in diesem schönen Booklet. Und das Spannende ist, dass dieses Booklet an und für sich, da sind wir übrigens auch wieder bei dem Thema, die kriegst du bei eBay für 20 Euro. Das bedeutet, dieses Booklet oder auch das Garantieheftchen, das hat alles keinen Wert. Der Wert davon ist de facto nicht gegeben. Spannend wird es, wenn ich sozusagen jetzt euch die Geschichte der Uhr erzähle und diese mit den Papieren in Einklang bringe. Und dafür sind relevant diese zwei Papiere hier. Und zwar einmal die Garantiekarte, die wir hier haben. Man kennt sie, es gibt bei Cartier entweder das Garantieheftchen oder die Garantiekarte. Und dieses Heftchen, das wir hier haben, das Serviceheftchen. Und zwar haben wir hier die Garantiekarte mit ausgefüllten Nummern, Datum und Code.
und hinten dem Stempel. Da geht es schon los. Bei Papieren immer bitte darauf achten, dass die bloß gestempelt sind, denn sonst, wie gesagt, kann ja jeder was eintragen. Man muss sagen, leider, gerade bei Cartier, man kennt es auch von Piaget, man kennt es von Chopin, sind die Uhren auch regelmäßig einfach komplett mit unausgefüllten Papieren ausgeliefert worden. Das gibt es. Und auch da gilt, wenn die Provenienz passt, kann auch so eine solche Uhr als Fullset verkauft werden. Das mache ich auch ab und an. Es ist aber natürlich immer schöner, wenn man einen Stempel hinten drauf hat. In dem Fall haben wir nicht einen Stempel, sondern wir haben, die Uhr wurde ausgeliefert am 20.08.81, wir haben den Stempel von dem Master Cartier Shop St-Moritz. So. Und da geht es schon mal los mit der Provenienz. Wir haben einen schönen Ort, wir haben wie gesagt hier die Karte, die auch scheinbar zeitgenössisch ausgefüllt ist. Und wir haben, wie gesagt, die Geschichte, die zu der Geschichte der Erstbesitzerin passt, die mir erzählt wurde. So, das heißt, das ist schon mal die erste Authentifikation für die Provenienz der Uhr. Und jetzt schauen wir weiter auf die zweite Karte, nämlich das Serviceheftchen. Die Uhr war nämlich mal im Service bei Cartier. Und zwar war das, lasst mich schauen, am 23.09.93. Und das wiederum war in München, bei Cartier München. Warum passt das so gut? Weil die Uhr gekauft wurde, ebenso in Bayern. Und zwar in einem kleinen Ort, nicht weit weg von München. Das heißt, es macht auch hier Sinn, dass die Geschichte, die mir erzählt wurde, die Geschichte der Erstbesitzerin, eine Münchner Dame, eine bayerische Dame, passt. Denn München war und ist einfach die nächste Cartier-Boutique zu diesem Laden. Und wenn man das dann zusammenbringt mit den Umständen, mit denen man die Uhr gekauft hat, dem Zustand, dem Bandelement, was dabei ist, dem Zustand der Box und so weiter, dann lässt sich aus diesen Papieren die Erstbesitzprovenienz, die deutsche Erstbesitzprovenienz dieser Uhr belegen. Und in diesem Fall, nur in diesem Fall, machen diese zwei Papiere hier einen Preisunterschied, einen monetären Unterschied. Das ist mir immer wichtig zu erwähnen, denn das ist der Grund, warum wir Box und Papiere wollen. Wir wollen Box und Papiere nicht, weil sie die Uhr authentifizieren. Also ganz ehrlich, Papier kann man leichter fälschen als eine Uhr. Ich glaube, das wissen wir alle. Also die Authentifikation für eine Uhr ist die Uhr. Und jeder fachkundige Händler in meinem Fall sollte das sehen. Und auch Sammler, die nicht fachkundig sind, haben die Möglichkeit, zu Uhrmachern oder wie auch immer zu gehen und die Uhren prüfen zu lassen. Papiere sind leichter zu fälschen als eine Uhr. Aber es ist die Authentifikation der Provenienz, der Geschichte der Uhr. Und bei Vintage-Uhren spielt die Geschichte eine immense Rolle. So viel jetzt zum Thema der Papiere. Anders sieht es meiner Meinung nach aus, wobei wir auch hier Parallelen sehen mit der Box. Denn bei der Box passiert etwas, was meiner Meinung nach bei Papieren nicht passiert. Und zwar, dass die Box auch einen reellen physischen und zwar sogar hohen physischen Wert hat. Das variiert natürlich je nach Uhr und je nach Box, das muss man schon so sagen. Also eine klassische Master Cartier Box zum Beispiel, die hat einen physischen, also einen monetären Wert, der dem physischen Produkt beigemessen wird von irgendwas zwischen 80 und 150 Euro, so in der Größenordnung. Da ist jetzt der Wert natürlich, hält sich in Grenzen. Trotzdem muss man sagen, bei einer Master Cartier Tank zum Beispiel, oder nehmen wir mal ein krasses Beispiel bei einer Vendôme, die so nur 1000 Euro kostet, da machen dann natürlich aber 100 Euro, die die Box im Durchschnitt wert ist, schon auch einen Unterschied. Das muss man schon so sagen. Noch spannender wird es dann natürlich, wenn wir von einem Modell reden, wo eine spezielle Box dabei ist. Bei der Or Massif, ihr wisst es alle, ist die Or Massif Box dabei. Natürlich, ich habe es anfangs schon erwähnt, das war alles damals so eine kleine Schlammschlacht bei Cartier. Das heißt, man wusste nie so wirklich, ob die Uhr auch in so einer Box ausgeliefert wurde, weil die Konzis einfach ins Regal gegriffen haben. Aber im besten aller Fälle sollte da so eine Or Massif Box dabei sein. Und natürlich ist dem auch so. In dem Fall ist es natürlich deswegen gut, weil es die Provenienz auch wieder bestätigt. Wir sehen, es wurde nicht zusammengebastelt oder wie auch immer, sondern wir haben zu den korrekten Papieren, zu der Provenienz, die Papiere sozusagen aussagt, noch die passende Box. Aber diese Box hat eben auch, und das ist der große Unterschied zu den Papieren, einen physischen Wert. Also so eine Or Massif Box zum Beispiel kostet in dem Zustand, ich meine, das ist eine sehr, sehr gute Box vom Zustand her, irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro. Und das ist natürlich auch Geld wert. Also mit einer Box zu werben, in Anführungszeichen, finde ich, macht immer Sinn, weil da sich natürlich der Käufer Geld spart, dadurch, dass er die Box bekommt. Denn so eine Box hat natürlich auch was Zuträgliches für eine Uhr. Ich meine, ich gebe mir ja schon Mühe mit meinem Packaging, ich habe ja diese tollen Berner Watches Lederrollen oder ich verpacke die Uhren anderweitig, aber natürlich ist wenig bis gar nicht so toll, wie die Uhr in der Originalbox zu bekommen. Und deswegen bringt diese Originalbox einen echten monetären Mehrwert, der auch diesen Aufpreis sozusagen rechtfertigt oder mit sich bringt. Das, wie gesagt, sehe ich bei Papieren anders.
Aber worauf müsst ihr jetzt achten? Das, was ich erzählt habe, ist jetzt ja schon noch ein bisschen diffus, ein bisschen komplex zu verstehen, wie es bei mir immer der Fall ist. Und deswegen jetzt vielleicht noch mal eine kurze Zusammenfassung, die für euch relevant ist. Sind Papiere für den Marktwert einer Uhr zuträglich? Klares Ja. Finde ich das richtig? Klares Nein. Eine Datejust mit Papieren, eine alte Datejust wird immer, wir reden natürlich nur von Vintage-Uhren bei dem ganzen Video, wie so gut wie immer. Eine alte Datejust mit Papieren wird auf dem Markt immer mehr Geld bringen als eine alte Datejust ohne Papiere. Halte ich aber für falsch, weil die Papiere, ich wiederhole mich, die Provenienz der Uhr nicht notwendigerweise belegen und genauso wenig eine Aussage über die Echtheit treffen, weil sie so oft gefälscht wurden, bei Rolex natürlich am allermeisten. Wenn du, wie in diesem Fall von der En Massif, eine Uhr in einem, ich möchte jetzt nicht den genauen Ort nennen, aber in einem Städtchen rund 50 Kilometer von München findest, die in St. Moritz gekauft wurde, die in München revisioniert wurde bei Cartier, die von der Provenienz her passt, dann ist das schon alles eine sehr saubere Geschichte. Und dann, ich wiederhole mich, machen Papiere meiner Meinung nach wirklich Sinn und rechtfertigen auch einen Aufpreis. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Mich würde wirklich interessieren, ob ihr meine Meinung teilt und zu welcher Fraktion ihr gehört. Seid ihr ein bisschen differenzierter in Bezug auf Boxenpapiere? Sagt ihr, hey, ich will das unbedingt, absolut valide. Es gibt viele Leute, die würden niemals eine Uhr ohne Boxenpapiere kaufen. Ich sehe das anders, aber es ist eine valide Entscheidung, die man so treffen kann. Oder sagt ihr, hey, ganz ehrlich, Boxenpapiere haben mich noch nie interessiert. Würde mich echt mal interessieren. Schreibt dazu gerne einen Kommentar. Ich freue mich natürlich auch immer über einen Like, über ein Abonnement und wie auch immer. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao!